Hallo zusammen und willkommen in Marmaris in der Türkei. Es ist Tag 7 meines AIDA-Urlaubs und somit der letzte Tag. Heute unternehmen wir eine riskante Jeep-Tour, die uns durch sämtliche Pfützen und großen Staub führen wird. Wir besichtigen so etwas wie eine Waldoase mit kristallgrünem Wasser. Falls es so etwas gibt. Ihr werdet sehen. Und dann schauen wir uns den malerischen Hafen von Marmaris an. Also kommt mit! Das hier sind die Jeeps, mit denen wir uns auf eine mörderische Fahrt ins Hinterland von Marmaris aufgemacht haben. Wir waren ca. 4 bis 5 Jeeps, die auch eigene verrückte Kameramänner dabei hatten, die im Eiltempo von einem Jeep zum nächsten sprangen und dir im unerwarteten Moment die Kamera vor die Nase hielten. Besonders dieser junge Mann hier in grün, wir nannten ihn Rambo. Wir wurden kräftig durchgeschaukelt und mussten uns gut festhalten, als wir durch die kurvigen Straßen düsten. Man fuhr uns rasend durch sämtliche Pfützen, die das Hinterland parat hatte. Und hier läuft Rambo wieder. Rambo singt I Believe I Can Fly. Und hier ein kleines Erinnerungsfoto an den grünen Mann mit der vielen positiven Energie. Immer wieder hielten wir an schönen Orten, um Fotos zu machen. Und dann wurden wir zu dem Ort mit dem magischen Baum gefahren. Zuerst konnten wir den typisch türkischen Tee kaufen und etwas zu essen. Und das hier war der magische Baum. Der Legende nach muss man den Baum 7-mal umrunden und sich dann etwas wünschen. Und der Wunsch soll dann in Erfüllung gehen. Jetzt wusste aber keiner mehr genau, ob man nur 3-mal umrunden sollte oder 7-mal. Und auch keiner wusste mehr genau, ob im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Ich wollte den Baum zuerst 7-mal umrunden und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Aber während ich um den Baum herumlief, meinte ein Einheimischer, 3-mal würden reichen. Also habe ich den Baum 3-mal gegen den Uhrzeigersinn umrundet und mir dann was gewünscht. Da ich dann aber doch etwas abergläubisch bin, habe ich den Baum nochmal 7-mal im Uhrzeigersinn umrundet und mir dann etwas gewünscht. So, jetzt ist ein Wunsch. Moment. Da, links. Ja. Das bleibt aber geheim, ne? Das bleibt aber geheim. Schicken Sie nach oben, also nach Himmel. Ja, okay. Gut. Wo muss ich zum Hier kommst du nach bezahlen. So, ein Wunsch. Den nehmen wir hinein. Ja, meine Wünsche hängen irgendwie immer mit meinem Urlaubsbudget zusammen. Und ich habe mir gewünscht, dass dieses doch bitte irgendwie magisch aufgestockt werden sollte. Abends habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben Bingo gespielt. Ich kaufte mir ein halbes Los für 10 €. Dass man sich eigentlich immer mehrere Lose kauft, und zwar ganze Lose, wusste ich nicht. Aber das eine halbe Los hat dann glücklicherweise auch schon gereicht. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Bingo gespielt und direkt auch mit dem halben Los den Jackpot geknackt. Mir wurden 400 € bar ausgezahlt. Und meine Urlaubskasse wurde aufgestockt. So viel zum Aberglauben. Danke, lieber magischer Baum. Oh. Wow. Wow.
my God, oh mein Popo, au! Yes, I am. Und hier sind wir auch schon auf dem Weg in die Waldoase mit kristallklarem und eiskaltem Bergwasser. Und das Ganze in Türkis. Quasi klar. Wer wollte, konnte hier auch baden, aber wir haben unsere Bikinis vergessen. Wow. Und dann ging es weiter zum Honigverkäufer, während Rambo Ballett auf dem Jeep tanzte. Hier sind wir beim Honigverkäufer, der hunderte Honigarten hatte. Ich habe mir ein großes Glas Honig mit Erdnüssen gekauft. Wir haben hier etwas Leckeres gegessen und sind dann zurück auf die AIDA gefahren. Auf der AIDA habe ich mir sofort das Gesicht gewaschen. Schaut mal, wie staubig es von der ganzen Fahrt war. Und hier sind noch ein paar Einblicke in die Hafenstadt Marmaris mit Preisen, die locker mit den Düsseldorfer Preisen mithalten konnten. Und dann wären wir wieder auf der AIDA Diva. Das sind die letzten Momente auf diesem Schiff. Ich nehme euch jetzt noch schnell mit in eines der Restaurants. Achtet mal dort auf die Kunstwerke, die man aus Melonen geschaffen hat. Das sind wirklich Gesichter, die man daraus gemacht hat. Wirklich beeindruckend. Und dann geht es auch zum letzten Mal auf Sonnendeck. Diesmal werden Show-Acts zu unserer Zeit, unserer Popmusik gezeigt. Letztendlich haben wir unsere allerletzte Party auf dem Sonnendeck mit dem berühmten AIDA-Tanz.
das hier ist der letzte Sonnenuntergang. Das Inselhopping ist damit zu Ende. Von jeder Insel habe ich mir eine Tasse mit einem besonderen Inselmotiv mitgenommen. Als eine besondere melancholische Erinnerung an eine traumhafte Zeit auf einem wunderschönen Schiff der AIDA Diva. Ich kann jedem eigentlich nur ans Herz legen, mal so eine Erfahrung zu machen. Es ist auch gar nicht so teuer. Je nachdem, welche Route man nimmt und wie viele Tage man dort verbleibt, gibt es auch schon Zimmer für 350 € für 4-5 Übernachtungen. Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen von euch auf meine Reise mitnehmen konnte. Hiermit nimmt das alles nun mal ein Ende und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.